habe keine Tischlerausbildung und alles, was ich mache, habe ich mir selbst beigebracht. Es gibt in meinem Freundeskreis zum Glück ein paar Tischler, gelernte Tischler, die viel Arbeitserfahrung auch haben und die mir gerne Dinge erklären, die ich einfach nicht wissen kann. Es gibt gute Bücher, wo man nachsehen kann. Es gibt natürlich auch andere Medien, in denen man sowas lernen kann, aber so richtig lernt man es ja erst, wenn man es macht. Also sind meine Fehler auch meine großen Herausforderungen und die bringen mir sehr viel bei, meine größten Lehrmeister. Mein Vater hat viel mit Händen gearbeitet, hat immer ganz viel selber gemacht im Haus. Das hat mich fasziniert und fand ich immer schön und ich habe auch immer versucht, irgendwie mitzuhelfen. Und hatte immer Lust, auch Dinge selber zu machen. Das ist so ein Tick von mir. Wenn mir was gefällt, dann will ich das nicht haben oder kaufen, ich will es machen. Das ist das Schönste an der ganzen Geschichte. Meine Hauptmaterialien sind natürlich Holz, weil Holz ein dankbares Material ist, was man formen kann, wie man es möchte. Und auch schon interessante Formen vorgibt, was für mich ganz wichtig ist in meiner Arbeit. Und weil ich generell Naturmaterialien gerne verwende. Und Holz ist einfach ein Material, was auch langlebig ist aus der Natur. Wenn ich das Material ausgesucht habe, was ich brauche für mein nächstes Stück, dann suche ich mir die wichtigen Punkte raus, die bleiben sollen. Das ist wichtig, weil das Stück selber ja schon einen Großteil der Form vorgibt und ich es eigentlich nur noch anpassen muss. Danach wird gesägt. Dieses Stück möchte ich benutzen. Sehr, sehr schön ist, wenn man beim Sägen von einem Stück Holz hineinsehen kann auf einmal. Also wenn man einen Baumstamm hat und man sägt davon ein Stückchen ab und sieht auf einmal die Farben innen oder die Formen, die Maserungen zeichnet, das ist so aufregend. Das ist wie ein Schatz finden. Ich baue vom kleinen Hocker bis zum großen Esstisch eigentlich alles. Stühle habe ich gemacht, große Sitzhocker, Fußbänke. Alles so Dinge, die das Leben ein bisschen hübscher machen. Vor allem Einrichtungsgegenstände, die auch der Dekoration dienen, mag ich gern. Lampen sind meine neue große Liebe, weil sie einfach überall noch mal mit reinpassen und einem Raum ein ganz anderes Flair geben. Für die Lampen verwende ich Schirme, die sind aber weiß am Anfang. Und wenn ich eine Lampe baue, dann baue ich immer erst den Fuß der Lampe und dann stelle ich mir vor, was dazu passen könnte für einen Schirm. Und die müssen anfangs ganz weiß sein, damit ich mir vorstellen kann, es ist wie eine Leinwand, damit ich sehen kann, was da drauf muss. Ob es ein Motiv ist oder nur ein Farbverlauf, kann ganz unterschiedlich sein. Aber Textil ist ein warmer Stoff auch, genau wie Holz, und passt gut zusammen. Und die Farben und die Formen vom Schirm, die gebe ich selber vor. Ich bemale die dann mit Seidenmalfarbe, weil das eine durchlässige Farbe ist und das Licht eben gut durchkommt. Und das ist eine Art von Aquarellmalerei auf Lampenschirm geworden, weil es eben sehr flüssige Farben sind und macht sehr viel Spaß. Die Ostsee hat mich halt immer angezogen. Die Nähe zum Meer war ganz wichtig für mich. Und durch einer meiner Segelreisen habe ich Schweden ein bisschen näher kennengelernt. Auch die Insel Öland und den Kalmarsund. Und wir lagen vor Anker in einer Bucht und da gab es ein typisch schwedisches Häuschen und es spielten Kinder am Strand. Und es war so idyllisch, dass ich dachte, so will ich auch mal leben. Irgendwann. Koos und ich haben dann in Holland eine kleine Familie gegründet. Nienke wurde geboren. Öland hatte ich ganz vergessen und diese Segelgeschichte, diese Erfahrung damals auch. Und als wir dann wieder hier waren auf Haussuche, ist es mir wieder eingefallen. Und da dachte ich, ja, hier muss ich hin. Anfangs war es doch eher das Praktische, was mich gereizt hat, dass man die Dinge benutzen kann. Inzwischen ist es auch nur die Ästhetik reicht als Anlass. Und das sind dann Kunstgegenstände, Skulpturen zum Beispiel. Es sind einige hübsche Skulpturen entstanden durch hohle Baumstämme, die auf irgendeinem großen Brandstapel lagen, die ich einfach zu schön fand und gefragt habe, ob ich die nicht irgendwie verwenden kann. Das ist auch ein bisschen das Spezialgebiet geworden von Koos.
Kurs hat mir viel geholfen bei den groben Vorarbeiten, das Aussägen von diesen Skulpturen und auch dann das Schleifen übernommen, nachdem ich nach einigen Stunden keine Lust mehr hatte. Also das Schleifen kann wirklich den Großteil der Arbeitszeit in Anspruch nehmen, weil ich es wichtig finde, dass es glatt und weich geschliffen ist und es ist auch viel schwieriger, Rundungen zu schleifen, als nur gerade Flächen oder Kanten. Die Rundung muss in alle Richtungen gehen. Ich mag keine scharfen Kanten, gibt es an meinen Möbeln fast niemals. Es muss organisch sein, so wie das Material eben auch. Ich mache eigentlich nur, was das Stück Holz von mir verlangt. Das sind die schönen Momente. Also es passiert natürlich auch durchaus mal, dass ich was falsch verstehe. Und dann ist es nicht das, was ich mir vorgestellt hatte und sicher auch nicht das, was sich das Stück Holz vorgestellt hatte zu werden. Aber im Prinzip ist das diese Kommunikation mit dem Werkstoff und den Materialien, die ich zur Verfügung habe und nehmen will. Das Besondere bei der Arbeit, die Seele des Holzes zu finden und die besonders schön darzustellen. Dadurch, dass alle Möbel individuell sind, also es gibt keine Serienfertigung in keiner Weise, kann ich auch gar nicht machen mit meiner Handarbeit, ist es, als würde ich jedes Mal jemand Neuen kennenlernen. Ich lerne bei jedem Möbelstück ein Stück Natur kennen. Diese Natürlichkeit in allen Stücken, die in die Häuser zu bringen der Leute, das ist mir wichtig. Wir schließen die Natur in unserer heutigen Zeit ziemlich aus. Wir lassen sie vielleicht in Form von einem Blumentopf in einem Fensterbrett hinein ins Haus. Aber ich finde es gerade schön, dass dieses Natürliche auch in anderen Möbeln, Gegenständen einfach sichtbar ist und mag Holz um mich herum und möchte es auch anderen Leuten ermöglichen, die das mögen.